Lektion 271, Papagei. Hi Anna, hast du schon einmal ein Haustier besessen? Eigentlich habe ich einen Papagei. Sein Name ist Charlie. Wirklich? Das ist cool. Was für ein Papagei ist er? Er ist ein Afrikan Grey. Er ist sehr schlau und kann menschliche Sprache nachahmen. Das ist unglaublich. Ich habe gehört, dass einige Papageien sogar Wörter im Kontext verwenden können. Ja, Charlie macht das manchmal. Wenn er zum Beispiel einen Leckerbissen will, sagt er, ich will einen Cracker. Haha, das ist saukomisch. Ich dachte immer, es wäre cool, ein sprechendes Haustier zu haben. Es hat definitiv seine Höhen und Tiefen. Manchmal wird Charlie etwas zu gesprächig und hört nicht auf zu reden. Das kann ich mir vorstellen. Aber zumindest musst du dir nie Sorgen machen, dass er schüchtern ist oder nicht mit dir sprechen will. Das stimmt. Er plaudert immer gerne, ob ich will oder nicht. Nun, ich hoffe, er redet nicht zu viel, wenn ich zu Besuch komme. Keine Sorge, ich sorge dafür, dass er sich benimmt. Oder versucht es zumindest. Lektion 272, neue Geschäftsideen. Hi Anna, hast du irgendwelche neuen Geschäftsideen? Eigentlich habe ich darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu gründen, das vorgekauten Kaugummi verkauft. Vorgekauter Kaugummi? Was ist das? Es ist genau das, wonach es sich anhört. Wir verkaufen Kaugummi, der bereits gekaut wurde, für Leute, die sich nicht die Mühe machen wollen, ihn selbst zu kauen. Haha, das ist lächerlich. Wer würde das überhaupt kaufen? Du wärst überrascht. Es gibt tatsächlich Leute da draußen, die sich für solche seltsamen Dinge interessieren. Ich weiß nicht, Anna. Ich denke, du bist vielleicht besser dran, bei etwas Normalerem zu bleiben. Normal ist langweilig, John. Wir müssen um die Ecke denken. Ich gebe zu, es ist definitiv eine einzigartige Idee. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dafür wirklich einen Markt gibt. Nun, wir werden es nicht wissen, bis wir es versuchen, oder? Wer weiß, vielleicht werden wir Millionäre. In Ordnung, gut. Lass es uns versuchen. Aber wenn wir bankrott gehen, gebe ich dir die Schuld. Deal. Lassen Sie uns nun mit unserem Imperium an vorgekautem Kaugummi beginnen. Lektion 273, Inventar zählen. In Ordnung, Anna, lass uns anfangen, Inventar zu zählen. Wo möchtest du anfangen? Fangen wir mit den Boxen da drüben in der Ecke an. In Ordnung, klingt gut. Wie viele gibt es Ihrer Meinung nach? Ich habe keine Ahnung. Ich bin schlecht im Schätzen. Nun, dann müssen wir sie einfach einzeln zählen. Pfui, das wird ewig dauern. Zumindest werden wir dafür bezahlt. Das stimmt. Aber ich mache lieber etwas Aufregenderes, wie Fallschirmspringen oder Bungejumping. Ja, ich auch. Aber leider stecken wir hier fest und zählen Kisten. Glaubst du, wir könnten das irgendwie lustiger machen? Ich weiß nicht, wie? Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir daraus ein Spiel machen oder so. Zum Beispiel, wer in einer Stunde die meisten Boxen zählt,
bekommt einen Preis. In Ordnung, ich bin dabei. Was ist der Preis? Wie wäre es mit einem kostenlosen Mittagessen? Deal. In Ordnung, lass uns anfangen. Ich werde dich schlagen, Anna. Das werden wir sehen, John. Spiel weiter. Lektion 274. Ich fühle mich ziemlich durstig. Hi Anna, möchtest du etwas trinken? Ich fühle mich ziemlich durstig. Ja, ich könnte auch etwas zu trinken gebrauchen. Worauf hast du Lust? Wie wäre es mit etwas Wasser? Es ist gesund und erfrischend. Langweilig. Ich möchte etwas Aufregenderes, wie eine Limonade oder einen Saft. Aber die sind voller Zucker und Kalorien. Wasser ist der richtige Weg. Komm schon, John. Lebe ein bisschen. Holen wir uns etwas Lustiges zu trinken. In Ordnung, gut. Aber wir bekommen Diät-Soda. Ich beobachte meine Figur. Diät-Soda? Dann könntest du genauso gut einfach Wasser trinken. Zumindest ist es etwas anderes. Und es ist immer noch besser für dich als normale Limonade. Ich schätze, du hast nicht ganz unrecht. Aber ich denke trotzdem, dass wir etwas mit etwas mehr Schwung bekommen sollten. Gut, lassen Sie uns Kompromisse eingehen. Wir holen uns aromatisiertes Mineralwasser. Es ist immer noch gesund, aber es hat etwas mehr Geschmack. Okay, das klingt nach einem guten Kompromiss. Lass uns unser schickes, aromatisiertes Wasser holen. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich so begeistert von Wasser sein würde. Haha, vielleicht werden wir einfach alt und langweilig. Sprich für dich selbst, Anna. Ich bin immer noch jung und hip. Klar, John. Sicher bist du das. Lektion 275. Sehr heißes Wetter. Mann, es ist heiß hier draußen. Was sollten wir tun, um der Hitze zu trotzen, Anna? Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir an den Pool oder an den Strand gehen. Das ist eine gute Idee, aber ich habe keine Lust, ganz sandig und salzig zu werden. Okay, wie wäre es, wenn wir ins Kino gehen? Da drin ist es klimatisiert. Das ist eine gute Idee, aber ich möchte nicht den ganzen Tag drinnen verbringen. Ich möchte das schöne Wetter genießen. Wie wäre es mit einer Wasserballonschlacht? Ja, das ist die perfekte Idee. Lass es uns machen. Warte, ich habe eine noch bessere Idee. Wir füllen die Luftballons mit Eiswasser. Oh nein, das klingt ein bisschen zu extrem. Komm schon, John. Es wird erfrischend sein und Spaß machen. In Ordnung, gut. Aber du gehst unter. Das werden wir sehen. Mach dich bereit, durchnässt zu werden, John. Du bist dran, Anna. Lass die Wasserballonschlacht beginnen. Lektion 276. Mein Bruder hat ein neues Baby bekommen. Hi Anna, hast du gehört, dass mein Bruder ein neues Baby bekommen hat? Auf keinen Fall. Das sind großartige Neuigkeiten. Ist es ein Junge oder ein Mädchen?
Es ist ein Junge. Er ist so klein und süß. Oh, ich liebe Babys. Sie sind so bezaubernd. Ja, aber sie sind auch eine Menge Arbeit. Mein Bruder und seine Frau werden die ganze Nacht wach sein, Windeln wechseln und ihn füttern. Das stimmt, aber am Ende ist es das alles wert. Es gibt nichts Besseres als das Gefühl, sein eigenes Kind in den Armen zu halten. Das kann ich mir vorstellen. Aber im Moment bin ich einfach froh, Onkel zu sein. Ich kann ihn verwöhnen und ihn dann seinen Eltern zurückgeben. Haha, das ist das Beste daran, Tante oder Onkel zu sein. Sie haben den ganzen Spaß, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen. Exakt. Aber ich freue mich auch darauf, ihn aufwachsen zu sehen und zu sehen, was für ein Mensch er wird. Ja, es ist erstaunlich, wie sehr sie sich in nur wenigen Jahren verändern und weiterentwickeln. Ehe du dich versiehst, wird er herumrennen und sich in alles einmischen. Haha, ich bin mir sicher, dass er es tun wird. Aber im Moment werde ich es einfach genießen, ihn zu halten und zu bewundern, wie süß er ist. Lektion 277: Klettern. Hi Anna, bist du schon einmal klettern gegangen? Ja, habe ich. Es macht wirklich Spaß. Wirklich? Ich hatte schon immer Angst, es auszuprobieren. Es scheint, als wäre es wirklich gefährlich. Es kann gefährlich sein, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, aber wenn Sie die richtige Ausrüstung und Ausbildung haben, ist es ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Es scheint auch eine Menge Arbeit zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Oberkörperkraft dafür habe. Oh, komm schon, John. Du bist stärker als du denkst. Und selbst wenn Sie nicht bis zum Gipfel klettern können, ist es trotzdem ein großartiges Training. Ich schätze, das stimmt. Aber was ist, wenn ich auf halber Höhe feststecke und nicht weiterkomme? Ha! Keine Sorge, ich werde da sein, um Sie vom Boden aus zu ermutigen. Du schaffst das, John. Danke, Anna. Dadurch fühle ich mich besser. Aber was ist, wenn ich falle? Nun, deshalb haben wir einen Sicherheitsgurt und einen Sicherungspartner. Du wirst absolut sicher sein. Okay, ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Vielleicht probiere ich es aus. Das ist der Geist, John. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie ein verborgenes Talent für das Klettern. Oder zumindest hast du eine lustige Geschichte über die Zeit zu erzählen, als du an einer Felswand stecken geblieben bist. Lektion 278: Wir haben gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht. Hi Anna, wir haben gerade einen wichtigen Meilenstein in unserem Projekt erreicht. Kannst du es glauben? Ich weiß, es ist verrückt. Ich kann nicht glauben, dass wir es tatsächlich so weit geschafft haben. Ja, es war viel harte Arbeit und lange Nächte, aber es zahlt sich aus. Auf jeden Fall. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis wir fertig sind. Ich weiß, aber nehmen wir uns einen Moment Zeit, um diesen Meilenstein zu feiern. Was hältst du davon, wenn wir ausgehen und etwas trinken gehen? Klingt gut für mich. Aber machen wir es schnell. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Einverstanden. Aber ich denke, es ist wichtig, ab und zu eine Pause einzulegen und unsere Batterien wieder aufzuladen. Du hast recht.
Wir haben so hart gearbeitet, dass wir keine Gelegenheit hatten, die Früchte unserer Arbeit zu genießen. Exakt. Und wer weiß, vielleicht lassen wir uns ein paar neue Ideen einfallen, während wir unterwegs sind und Spaß haben. Ja, das ist ein gutes Argument. Lasst uns unseren Meilenstein feiern und dann zurückkommen, um die nächste Phase des Projekts in Angriff zu nehmen. Prost darauf, Anna. Wir sind ein großartiges Team. Lektion 279. Lustiges Musikkonzert. Dieses Konzert ist unglaublich, Anna. Ich habe noch nie Musik wie diese gehört. Ich weiß, oder? Die Stimme des Liedsängers ist so einzigartig. Es ist, als würde er mit einem Schluck Murmeln singen. Haha, ja. Aber irgendwie funktioniert es. Und hast du den Schlagzeuger gesehen? Da hinten wird er verrückt. Ich glaube, er versucht sich die Trommelstöcke zu zerbrechen. Das ist das unterhaltsamste Konzert, das ich je besucht habe. Das gleiche hier. Aber ich muss zugeben, einige dieser Texte sind ziemlich skurril. Ja, ich glaube, ich habe etwas von einer sprechenden Ananas gehört. Und haben Sie gerade von einem riesigen Tintenfisch gesungen, der eine Stadt angreift? Haha, ich glaube, sie haben es getan. Aber weißt du was? Mir ist das auch egal. Dieses Konzert macht zu viel Spaß. Ich stimme zu. Lass uns einfach weitermachen und die Verrücktheit genießen. Klingt gut für mich. Lass uns tanzen, als würde niemand zuschauen. Das ist der Geist, John. Lass uns zu dieser verrückten Musik abrocken. XXX. Lektion 280, Pinguin. Anna, hast du jemals einen Pinguin im wirklichen Leben gesehen? Nein, habe ich nicht. Warum fragst du? Ich habe ein Video gesehen, in dem sie herumwatschelten, und es war saukomisch. Sie sehen an Land so peinlich aus. Haha, ja, das habe ich auch gesehen. Aber im Wasser sind sie wirklich anmutig. Das stimmt. Sie sind wie kleine Torpedos, die herumschwimmen und Fische fangen. Und wusstest du, dass sich Pinguine ein Leben lang paaren? Wirklich? Das ist so romantisch. Ja, sie sind ihren Partnern gegenüber sehr loyal. Sie durchlaufen sogar ein Balzritual, bei dem sie sich voreinander verneigen. Das ist bezaubernd. Ich wünschte, Menschen wären so romantisch. Ich auch. Aber ich glaube nicht, dass ich es aushalten könnte, den ganzen Tag einen Smoking zu tragen, wie es Pinguine tun. Haha, ja. Ich glaube nicht, dass ich den Stil habe, um diesen Look zu kreieren. Aber weißt du was, John? Ich denke, wir sollten einen Ausflug machen, um ein paar Pinguine im wirklichen Leben zu sehen. Das ist eine tolle Idee. Lass uns eine Reise in die Antarktis planen und mit ein paar Pinguinen abhängen. Okay, vielleicht nicht die Antarktis. Aber wir könnten in einen Zoo oder ein Aquarium gehen und uns einige aus der Nähe ansehen. Ja, das ist ein guter Kompromiss. Besuchen wir unsere Freunde, die Smoking tragen und Fische fangen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal.
Und sieh dir mehr Videos von unserem Kanal an.